Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja vor einiger Zeit mal gezeigt, was ihr alles mit dem Plotter machen könnt, und heute wollte ich mich mal um das Thema Flexfolie kümmern. Ich nenne die auch Textilfolie, und ich werde euch zeigen, wie ihr da was gestalten könnt, um das auf eine Jute-Tasche aufzubringen. Und andererseits, also das mit der Jute-Tasche machen wir mit einem Bügeleisen, und dann zeige ich euch auch ein Beispiel mit einem Hoodie, wo ich euch zeige, wie ihr das Ganze mit der Heatpress aufbringen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, einerseits kreieren wir einen Schriftzug auf dem Canvas und plotten das dann aus und bringen das mit einem Bügeleisen hier auf diese Baumwolltasche drauf. Das ist das eine. Das zweite ist dann ein zweiteiliger Schriftzug, nämlich in hellblau und Anthrazit, welcher auf ein Hoodie kommt. Und das Element zeige ich euch, wie man das mit der Heatpress aufbringt. Bevor ich auf den Canvas gehe, gucke ich mir jeweils an, wie groß denn überhaupt das Element sein werden darf. Hier bei der Jute-Tasche will ich Folgendes machen. Ich will es linksorientiert eher im unteren Bereich haben. Was ihr aber bei den Jute-Taschen oder allgemein bei Taschen bedenken müsst, ist, dass die sich, wenn sie gefüllt sind, ja so ein bisschen ausbeulen. Das heißt, dieser Bereich hier, ich würde so sagen, sicherheitshalber sicher 5 cm, dass ihr den quasi weglässt, weil der sich dann so ein bisschen nach unten biegt. Von dem her, ich würde hier auf maximal 11 cm Höhe gehen, jetzt für das, was ich plane. Und von der Breite her maximal 24 cm. Das ist das, was ich auf der Tasche machen werde. Und beim Hoodie, da kommt der Schriftzug ja meistens so auf der Höhe. Ich orientiere mich immer so dort, wo die Arme, wo der untere Teil der Arme aufhört. Das heißt, es wird so in den Bereich hier kommen. Und naja, ihr seid mit dem Canvas sowieso begrenzt auf 30 cm, ne? Und ich würde sagen, da mein Element auch relativ hoch sein wird, ich schreibe mir mal maximal die 30 auf Zentimeter und in der Höhe, ich würde mal sagen 18 cm. Wenn ich das Ganze dann auf dem Canvas gestaltet habe, gehe ich jeweils nochmal zurück und gucke mir an mit den Dimensionen, die ich dann habe, okay, passt es noch immer für mich oder muss ich das noch größer oder kleiner machen? Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir auf den Canvas und gestalten diese beiden Elemente. Für die Jute-Tasche will ich einen ganz simplen Schriftzug, und zwar läuft, Ausrufezeichen. Machen wir das noch ein bisschen größer. Da könnt ihr einfach an der Ecke ziehen. Und das passt eigentlich auch schon für mich. Jetzt, was ihr hier seht, ist, dass zwischen R und U und dem U und dem F würde es hier eine Linie schneiden. Und auch zwischen L und E. Das will ich natürlich nicht, und deshalb gehe ich hier hin und sage unter Bearbeiten, Überlappung, Verarbeiten, Verschmelzen. Und dann seht ihr, dass es diese Zwischenschnitte alle aufgelöst hat. So, das ist das. Jetzt gucke ich mir kurz an, wie groß dieses Element ist. Das könnt ihr unter Bearbeiten. Seht ihr hier, die Breite wäre jetzt fast 27 cm und 11 cm in der Höhe. Und ich habe gesagt, ich will maximal 24. Ich mache hier Seitenverhältnis beibehalten und gehe in der Breite auf 270 mm, das sind 27 cm. Dann bin ich in der Höhe auf 11,3, 11,4. Das passt eigentlich, machen wir es so. Wir gehen auf 26, das passt.
So, und das Einzige, was wir mit dem jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das spiegeln, weil mit der Flexfolie müsst ihr das so ausplotten, dass es quasi seitenverkehrt ist, damit, wenn ihr es aufbringt, dann wieder lesbar ist. So, und jetzt bringe ich das einfach, gucke ich, dass ich oben und auf der linken Seite an diese rote Linie komme. Und ich merke mir so ein bisschen, wo hier Folie sein muss, damit es das Ganze sauber ausplottet. Und ich orientiere mich meistens an diesem Kästchen. Das heißt, von oben nach unten muss ich gucken, dass ich so 4,5 Kästchen habe. Also 1, 2, 3, 4, 4,5. Und auf die Seite, muss man eigentlich fast voll haben, nur die letzte Reihe ist da nicht verwendet. Von dem her, das behalte ich jetzt kurz und disable das, weil ich will dann gleich beide Sachen miteinander plotten. Jetzt kümmern wir uns noch um das, was ich mit dem T-Shirt oder mit dem Hoodie machen will. Und da will ich ein bisschen was Spezielles. Und zwar, boring ist das eine. Und dann will ich noch einen Text, der heißt normal is. Und diese beiden Schriften werde ich miteinander verbinden. Jetzt brauche ich das boring, brauche ich ganz groß. Und ich gucke mir von der Schrift an, jeweils passt es, wenn ich groß anfange oder klein. Ich finde den B eigentlich extrem cool in dieser Schriftart und deshalb mache ich den effektiv groß. So, jetzt haben wir auch hier dasselbe natürlich wie vorhin. Ich muss das Ganze verbinden. So, jetzt, was ich mit dem machen will, ich mache hier das Normal is wieder auf. Und da will ich eine andere Schriftart, so ein bisschen was Gewöhnlicheres. Da habe ich gerne so Sachen wie John Doe zum Beispiel. Jetzt, um mir das vorzustellen, wie das aussehen wird, gebe ich dem Boring kurz die Farbe, die ich schlussendlich dann auch haben will. Und dasselbe für Normal is. Und dann muss ich dieses Normal is in der Reihenfolge hochziehen, damit das über dem Boring liegt. Um mir das noch ein bisschen besser vorstellen zu können, mache ich jetzt hier um dieses Normal is kurz einen Versatz. Da gehe ich auf Bearbeiten, hier unten auf Versatz und gebe dem 1,5 mm. Den Rest nur nach außen abrunden, Originallinie unverändert lassen. Das lasse ich so und sage einfach okay. Und jetzt sehe ich, was es um diesen Schriftzug herum ausplotten würde. Ich verbinde die kurz oder gruppiere die kurz, damit die wirklich miteinander reagieren. Und jetzt mache ich diesen Schatten, den es hat, den mache ich weiß. Dann sehe ich es noch ein bisschen besser. Jetzt muss ich natürlich die Reihenfolge auch noch ändern, dass der Text drüber ist. So. Und jetzt kriegen wir dann langsam so ein Bild dafür, wie das aussehen wird. Und ich versuche das so ein bisschen so zu platzieren, dass ich das Boring nachher trotzdem noch lesen kann. Das wäre die Zielsetzung. Ne? Ich würde sagen, das ist das Design, das ich haben möchte. Was ich jetzt machen muss, damit diese Linie, weil ich werde ja dann nur diese hellblaue Folie plotten und da muss das, was hier als Schattierung ist, muss hier schon fehlen. Und deshalb muss ich hier die einzelnen Elemente von diesem Boring subtrahieren. Das heißt, ich klicke das Boring an. Jetzt muss ich hier die Gruppierung auch aufheben, damit es dann funktioniert. So, jetzt ist alles auf einer Ebene. Jetzt nehme ich das Boring und klicke das O an. Dann gehe ich hier auf Bearbeiten und sage Subtrahieren. Und das muss ich jetzt mit all diesen Schattierungselementen machen. Das heißt, ich nehme hier immer wieder dieses Boring, klicke auf die nächste Schattierung, klicke wieder auf Bearbeiten und subtrahiere das.
nur um sicher zu gehen, dass ihr nachvollziehen könnt, was ich mache, weil ihr seht ja nicht, welche Tastenbefehle ich verwende. Ich klicke raus, damit das erste Element, was ich markiere mit der Maustaste, ist Boring. Dann gehe ich zum nächsthöheren Element, halte die Shift-Taste, klicke auf diese Form, markiere die somit, dann gehe ich auf Bearbeiten und gehe hier runter und klicke auf Subtrahieren. Das ist das ganze Geheimnis. So, und jetzt habe ich aus diesem Wort Boring überall quasi den Text rausgeschnitten. Und man kann das Wort trotzdem noch gut lesen. So, jetzt will ich natürlich auch gucken, wie groß das als Gesamtes ist. Da liegen wir bei 28 cm in der Breite und 12 in der Höhe. Ich würde sagen, das passt für mich. Was ich mit dem jetzt auch wieder machen muss, ich gruppiere das kurz, damit das dann nichts verschiebt. Und das muss ich jetzt auch wieder spiegeln. So. Jetzt hebe ich hier die Gruppierung wieder auf, weil das sind für mich zwei Sachen, die ich plotten werde. Einerseits werde ich eben diesen Schriftzug Boring werde ich in einem Hellblau plotten und das hier unten eher dunkel. Und so werde ich das auch an den Plotter übergeben, ne? Alle drei Elemente. Das heißt, zuerst werde ich hingehen und dieses läuft, das kann ich, nee, das passt so, werde dieses läuft an den Plotter übergeben und das Ganze ausplotten. Da stelle ich das Messer bei der Flexfolie auf eine 2 ein oder ein kleines bisschen über die 2, weil mein Messer nicht mehr ganz so frisch ist. Dann komme ich zurück auf den Canvas, mache hier die Sichtbarkeit aus und sperre das, gehe zum nächsten Element, klicke hier auf Sichtbarkeit einschalten, entsperre es. Und das kann ich jetzt auch hier oben so ein bisschen ausrichten, damit ich die Folie immer so auf die Matte dran legen kann. Dann nehme ich das und übergebe das an den Plotter. Dann komme ich wieder zurück, wenn ich das geplottet habe und nehme noch das letzte Element, dieses Boring. Und da kann ich jetzt auch noch kurz gucken, dass ich das ganz links platziere. Ihr dürft hier jetzt einfach nichts mehr an der Größe ändern bei diesen beiden einzelnen Elementen, weil sonst passen die nicht zusammen. Die müssen jetzt wirklich so bleiben. So, und genau das mache ich jetzt. Ich fange jetzt an mit dem Läuft und übergebe das an den Plotter und plotte das aus. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, wenn ihr bei plotterfolien.ch bestellt, kriegt ihr hier auch so einen Color Guide oder viel bestellt, sagen wir es mal so. Und einfach damit ihr so seht, was hier so die Übersicht ist. Ich werde für die Tasche diese nehmen, die wird dann fast so ein bisschen, auf dem Schwarz sieht das dann fast so ein bisschen aus wie Gold, was extrem cool ist, ist aber eigentlich hier dieses Sand. Dann werde ich für den Pullover oder für den Hoodie habe ich hier dieses Zartblau, wo das Boring sein wird, und dann habe ich hier dieses Anthrazit und damit werde ich das Normal Is ausplotten. Aber ihr seht, das sind so die normalen, ne? Es gibt hier auch Neonfarben, dann habt ihr hier auch, das ist ganz normales, das ist eine ebene Folie. Hier habt ihr Striplock, ihr habt Glitzer-Varianten, dann geht es hier hinten noch weiter mit Electric, mit Metallic. Dann hat es solche, wo per se das Muster schon die Punkte ausgeplottet hat. Weiter Glitzer, also da gibt es echt, da kann man sich teilweise fast nicht entscheiden. Ich orientiere mich meistens hier so auf der eher normalen Seite, sagen wir es mal so. Das ist das, was ich euch sagen wollte.
Jetzt vom Aufbringen von der Folie, da müsst ihr gucken, dass die glänzige Seite, das ist nämlich da, wo die Plastikfolie drauf ist, die muss nach unten zeigen. Und das bringt ihr dann auf den Canvas drauf. Dann gehen wir rüber an den Plotter und da muss ich das Messer einstellen. Wie gesagt, ich mache hier ein kleines bisschen über der 2. Am Anfang habe ich immer die 2 verwendet, aber der Plotter ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre alt und dito das Messer. Ne? Dann kann ich hier auf Home klicken, sage Muster, Datei abrufen und dann holt es mir genau dieses läuft. Ich sage OK und ich sage ihm, ich will das schneiden. So. Jetzt muss ich zuerst die Folie einziehen lassen oder die Matte, die Arbeitsmatte einziehen und dazu muss ich den so ein bisschen drehen. Klicke ich einfach auf Einziehen und dann kann ich eigentlich schon sagen Play. So, wenn er fertig ist, sagt er euch das, dann sagt ihr okay. Sagt ihm, gib mir die Matte wieder raus. Dann könnt ihr hier diese Folie ganz einfach abziehen. Und dasselbe mache ich jetzt mit den anderen beiden Elementen auch noch. So, ich bin damit durch. Was ich jeweils noch mache, wenn ich Stücke habe, die wesentlich größer sind als der Schriftzug, dann gehe ich hier noch hin und schneide das aus. Und weil das ist effektiv so, manchmal braucht ihr nur ein ganz kleines Stück, um irgendwas auszuplotten. Und ich habe dann effektiv hier einen ganzen Ordner mit Anschnitten, die ich dann einfach wiederverwenden kann, wenn ich was Kleines brauche. Nur so Tipp am Rande, man muss diese Sachen nicht wegschmeißen. Von dem her mache ich das jetzt kurz, ich schneide noch kurz die Silhouetten ein bisschen besser aus. Ganz ehrlich gesagt geht euch auch das Entgittern ein bisschen einfacher, wenn diese Reste schon weg sind. Als nächstes müssen wir die Elemente entgittern und da diese Elemente, die man dann rauslöst, so ein kleines bisschen statisch geladen sind und sehr dünn sind, ist es immer ein bisschen schwierig, dass man die dann wieder ab dem Tool runterkriegt. Von dem her, was ich immer mache, ist so ein Klebeband. Einmal hier sowas ankleben und dann lege ich mir das auf den Tisch und dann kann ich wunderbar die Sachen rauslösen und die hier festmachen. Entgittern, na, eben von wegen, hier ist die Folie, da ist die matte Seite und jetzt müssen wir eigentlich alles rausnehmen, was nicht zum Schriftzug dazugehört. Da steht, ihr seht das nicht, aber da steht jetzt Normal is. Und zum Beispiel hat der O einen Innenbereich. So. Der A hat auch noch so innen drin einen Kreis. Oder ein Kreis, einfach ein Element. Und der Rest hängt jetzt an diesem äußeren Teil, den ich immer erst am Schluss wegnehme. Einfach aus dem Grund, weil von dem, wo ich es wegziehe, das ist eine klebrige Folie. Und wenn ihr zuerst alles außenrum wegnimmt und dann immer wieder mal mit der Hand drauf kommt, dann, naja, funktioniert es nicht so gut. Von dem her mache ich das jeweils so. So, und jetzt kann ich da dran ziehen und dort, wo ich merke, okay, ihr braucht ein bisschen Hilfe, gehe ich dann nochmal mit dem Entgitterungstool ran. Macht das einfach vorsichtig, damit ihr seht wirklich, dass da nichts mitkommt, was eigentlich zum Schriftzug dazu gehört. Ne? So, das war schon der erste Teil und ihr seht jetzt, was ich meinte mit von wegen seitenverkehrt. Jetzt habe ich dieses Normal is. Das lege ich beiseite. Dann nehmen wir das Boring.
Das ist das Boring. Und jetzt noch das Läuft. Alle 3 Elemente gingen jetzt extrem schnell und das ganz einfach aus dem Grund raus, dass wir hier was Einfaches hatten. Normalerweise, wenn man so Silhouetten hat und kleine Motive, dann kann es schon sein, dass man hier eine ziemlich lange Zeit dran ist und die einzelnen Teile fast so ein bisschen suchen muss, die man da rauspulen muss. Aber das waren jetzt 3 super einfache. So, jetzt nehme ich mir die Jute-Tasche. Oder die Baumwolltasche ist es, glaube ich. Und klebe mir das hier an, wo das für mich am besten hinpasst. Was ich jeweils noch mache, ist, ich nehme das Geodreieck als Hilfestellung, um ganz sicher zu sein, dass das wirklich gerade ist. Und jetzt gucken wir uns an, wie ihr das mit dem Bügeleisen draufbringen könnt. Dazu heize ich jetzt das Bügeleisen auf und das stelle ich ein auf die höchste Stufe, nehme aber den Dampf raus. Ja, und dann können wir weitermachen. Was ihr jetzt braucht, ist irgendeine Unterlage, auf der ihr mit Druck arbeiten könnt. Mein Bügelbrett ist jetzt nicht das stabilste und deshalb habe ich hier ein Holzbrett. Was ihr auch braucht, ist ein Backpapier, weil ihr dürft nicht mit dem Bügeleisen direkt auf das Plastik drauf. Und dann gucke ich einfach, dass dieser Schriftzug hier auf dem Brett liegt drunter. Dann kommt das Backpapier drauf. Und jetzt gehe ich mit dem Bügeleisen Stück für Stück, ich lasse das immer 20 Sekunden drauf mit Druck und dann gehe ich weiter. Ihr dürft nicht hier hin und her reiben, sondern wirklich drauf bleiben, 20 Sekunden, nächstes Stück. Und so geht ihr einmal durch. Dann könnt ihr testen, ob sich diese Folie, die da drauf ist, und Achtung, die ist heiß, ob ihr die ablösen könnt. Das hat bei mir nicht funktioniert, die ist sofort mitgekommen, das heißt zu wenig, ich muss da noch länger drüber. Jetzt versuche ich das nochmal. So, sicherheitshalber lege ich das Backpapier nochmal drauf und gehe da nochmal drüber. Ihr seht es dem Material effektiv an, ob das gut funktioniert hat. Blendet jetzt gerade so ein bisschen, aber wenn ihr durch diese Folie die Struktur von diesem Material seht, dann hat sich das gut verbunden. Ich habe hier noch Stellen, wo ich das Gefühl habe, das ist noch nicht gut. Und nebenher, einfach um sicher zu gehen, gehe ich da noch einmal drüber. So, und fertig ist dieses Teil. Ich werde den Rest der Tasche noch aufbügeln. Wichtig hierbei einfach, und das müsst ihr wirklich beachten, ihr dürft nicht mit dem Bügeleisen direkt hier auf diese Folie drauf. Die schmelzt euch sofort. Wenn ihr irgendwas bügeln wollt, was ihr aufgebracht habt, dann immer mit dem Backpapier drüber. Der Rest ist okay, aber selbst wenn hier ein bisschen rankommt, die zieht sich sofort zusammen. Also von dem wir da wirklich drauf achten. Und ja, als nächstes kümmern wir uns um den Hoodie. Beim Hoodie mache ich es so, dass ich den jeweils gerade vor mich hinlege und dann gucke, dass ich hier mittig liege. Und ihr seht, was ich gemacht habe. Ich habe diese beiden Schriftzüge übereinander geklebt, einfach damit ich das Gesamtbild sehe. Gucke, dass das wirklich auch gerade ist. So, und wenn das dann so liegt, wie ihr das gerne haben möchtet, nehmt ihr den
darüber liegenden Schriftzug wieder weg, weil wir müssen das in 2 Stufen aufbringen. Und damit gehen wir jetzt an die Heatpress. So, mit der Heatpress ist es so, dass ich als allererstes jeweils gucke, ob ich die gut öffnen und schließen kann. Wenn das nicht geht, dann könnt ihr hier lösen, also die Platte anziehen oder lösen. Sie muss ich einfach gut schließen lassen und dann wieder öffnen lassen. Ne? Ich würde sagen, das passt. Und jetzt kann ich die auch einschalten. Dann lege ich hier kurz das Backpapier drauf und schalte die hinten ein. Und dann habt ihr hier oben die Bedienungsplattform. Und da stelle ich jeweils ein, Temperatur auf 150, die Dauer 30 Sekunden und lasse den jetzt hier aufwärmen. Was extrem wichtig ist, diese Platte hier, nur diese Platte, die wird extrem heiß. Das heißt, hier dürft ihr wirklich nicht mehr mit den Fingern drankommen. Und das Ganze, die Ziffer hier vorne, die fängt jetzt dann auch hoch zu zählen, bis 150 Grad angezeigt wird. Solange lasse ich die jetzt aufwärmen. Und die hat auch einen Mechanismus, wenn ich nachher die runter mache, sobald das geschlossen ist, fängt die Uhr an von 30, was ich hier eingestellt habe, rückwärts zu zählen. Und dann weiß ich, okay, nach 30 Sekunden kann ich das wieder heben. Und alles Weitere zeige ich euch dann gleich, wenn sie warm ist. So, die Heatpress hat jetzt aufgewärmt und Achtung, wirklich dieses Teil jetzt nicht mehr berühren. Nur den Hebel runter machen. Und dann fängt die hier an runter zu zählen. Jetzt kann ich die öffnen und dann, und Achtung, auch die Folie ist ziemlich heiß, ne? Sollte sich die Folie eigentlich schon abziehen lassen, das tut sie auch. Normalerweise gehe ich noch ein zweites Mal drüber mit der Folie drauf, aber da ich hier noch ein zweites Element drauf bringe, habe ich das jetzt so gemacht. So, jetzt nehme ich den kurz runter und passe genau diese Schrift, die zweite, hier rein und bin gleich wieder zurück. So, jetzt habe ich diese Schrift passgenau hier drauf gepackt, packe wieder das Backpapier drauf und gehe hier nochmal runter. Und lasse den wieder 30 Sekunden das Ganze aufheizen. Jetzt nehme ich das kurz hoch, halte es kurz ein bisschen. Und gehe effektiv nochmal runter. Und erst jetzt gehe ich hin und löse auch diesen sehr heißen, Achtung, ne, Kleber. Und jetzt mache ich so, wie ich es immer mache. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal drauf. Und das ist effektiv das Prinzip, was ich immer habe. Ich gehe eigentlich zweimal je 30 Sekunden runter mit dem Kleber drauf. Dann ziehe ich den ab und dann gehe ich noch ein letztes Mal für 30 Sekunden drauf. Und dann ist das ganze Ding fertig. Ihr seht, es ist wesentlich einfacher, als das mit dem Bügeleisen aufzutragen. Aber es macht natürlich nur Sinn, ne, wenn man das dann auch öfters macht. Jetzt schalte ich die Maschine auch gleich aus, weil das war heute das Einzige, was ich machen wollte. Und die müsst ihr jetzt wirklich so stehen lassen und auskühlen lassen. Das dauert auch eine Weile. Guckt hier einfach, dass niemand da dran kommt, der sich verbrennen könnte. Inklusive Haustiere, ne? Und ich lasse den jetzt kurz auskühlen.
So, und damit ist jetzt auch mein zweites Element fertig und ich finde, der ist richtig cool geworden. Und hier auch nochmal die Tasche. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!